Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ist schon wieder es geht wahnsinnig schnell. Meine Woche war wieder ereignisreich ohne Ende. Eine schlechte Nachricht jagt die andere, aber nun gut. Danke für eure Unterstützung mit den Kommis, mit den Supersenks, mit den Spenden und auch die Anteilnahme beim letzten Video zu meiner Situation. Ich habe die Golden Magic Lennis von der Gabi Mokros heute am Start und wir gucken, was die neue Woche so bringt. Am Ende könnt ihr eine kleine Botschaft für euch selbst auswählen als Inspiration für die Woche. Vergesst nicht, das ist niemands persönlichen Orakel, das ist ein Kollektivorakel. Und wir schauen, was die Woche so mitbringt an Themen. Ja, schon wieder die Stresskarte. Ja. Das ist schon mal schön. Zunächst haben wir hier oben liegen, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Stress haben mit dem Thema Nachrichten, Blockaden beim Thema Nachrichten. Das heißt, man wartet auf etwas, es verzögert sich oder wir haben an sich so Gespräche, die auch nervend sein können. Und wir haben dann hier das plötzliche Glück, das sich hier ins Haus des Hauses legt. Hier dreht sich etwas dann nach anfänglichem Hin und Her doch ganz schnell in die richtige Richtung. Hier können es zwei Dinge sein, die sich, ja, ich sag mal, mit Glück einstellen. Das, was hier blockiert, ne, das liegt ja in der Spiegelung mit dem Kreuz wieder mal. Das sind die Themen, die können wir nicht beeinflussen. Das sind schicksalshafte Prozesse, das sind Dinge, die erst noch Klarheit benötigen. Das sind Dinge, die wir einfach auch nicht in der Hand haben. Wir selber liegen im Haus der Blumen drin, das ist schön. Die Blumen liegen hier im Haus des Lebens. Das heißt, hier sind die Geschenke des Lebens zu sehen, die Dinge, die einen aufblühen lassen. Wie gesagt, ich rechne hier mit 2 Bereichen Minimum, die gut bestrahlt sind. Wenn wir hier aus dem Kartenblatt rausschauen, ist es immer auch so ein Ding, wo wir, ich sag mal, in eine neue Phase eintreten. Ich sage euch gleich mehr, ich brauche ein bisschen mehr Info hier. Hier sind verschiedene Szenarien. Und die Kamera muss ein bisschen runter. Also in der Mitte unseres Kartenblattes hier schauen wir auf eine Situation, die hat was mit dem Thema Freundschaften zu tun. Ne? Hier sieht man wieder mal Herzmenschen, das können auch 2 sein, die gute genesende Energie mitbringen, die irgendein Geschenk für uns übrig haben, etwas, was sie uns geben, was uns sehr hilft. Speziell kann das ja auch unsere Kinder betreffen, irgendetwas, wo die Kinder gut mitgesegnet sind. Und überall da, wo die Energie, ich sag mal, nicht verfügbar war. Ne? Also dieses mit Hindernissen und immer wieder Hindernisse und das eine Hindernis überwunden, dann das nächste. Und hier sieht es so aus, als kommt hier sehr plötzlich etwas. Ich glaube, dass es sich hier um etwas handelt, mit dem wir nicht zuerst gerechnet haben. Also hier dreht sich das Glück
so hin, dass wir es unvermutet kriegen. Also das ist nichts, was wir hier an unseren Prozessen haben. So, dann haben wir hier die Geldkarte. Die liegt hier im Hause der Öffentlichkeit. Die Sonne liegt daneben. Es kann sein, dass wir hier irgendwie mit einem Erfolg im kleineren Bereich, mit einem überraschenden Drehmoment irgendwie rechnen können, wo die Finanzen ein bisschen aus der Verstrickung rauskommen oder angehoben werden. Ich habe ja auch so diese Tiefe zu den Themen mit dabei, die Genesung brauchen. Ne? Hier speziell sieht man jetzt etwas seelisch Verstricktes oder etwas auch, wo einfach die Werte mit drin sind, die Finanzen oder das, was eben Materie ist. Okay. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter. Ich sage euch gleich mehr. Wir haben hier die schicksalshaften Neubeginne liegen. Ja. Hier dreht sich etwas in eine andere Richtung. Allerdings ist es nichts, das wir schon vorhaben. Ich kann mich da nur wiederholen, sondern es ist etwas, was aus unerwarteter Richtung kommt und uns hier eine Sache, ich nenne es mal als Geschenk mitgibt. Eine plötzliche Sache, es kommt in Fahrt, wir rechnen nicht damit. Und umso überraschender ist es. Die Liebeskarten sind hier sehr schön, sehe ich gerade. Die Liebe liegt hier im Haus des Gegenübers. Wir haben die Beziehungskarte unten dran, die Veränderung, das Weiterkommen. Oben hier haben wir noch den Klee, das geht an die Neuverliebten oder die das Herz wieder öffnen und welche, die eben verbindlich hier näher zusammenrücken. Kraft, Leidenschaft, Vertrauen, ja, ist hier so eine Sache, die angezeigt wird als gut. Die Liebe liegt hier wunderbar. Die Pärchen liegen nah beieinander, aber sie gucken auch jeweils in eine andere Richtung. Hier kann auch sein, dass man so etwas wie einen Neubeginn startet in der Liebe, man geht neu aufeinander zu oder man hat irgendwie dieses Bedürfnis, näher zusammenzurücken, auch das kann sein. Im Hause des Ringes der Beziehung liegt der Baum drin, hier ist das Fundament, das Wachstum, die Stabilität, das Pärchen liegt hier genau drauf. Der Herr liegt hier im Hause der Störche drin. Die Störche sind hier, dass sie Veränderungen mitbringen, die zur Sicherheit führen, aber eben durch einen Weg, eine Richtung, die wir jetzt so nicht erwartet haben. Das ist wie eine Lösung, die so noch nicht angedacht wurde. In unserem eigenen Haus liegt der Brief. Dieser korrespondiert hier mit der Sonne, mit den Blumen, mit der Schlange. Es kann ja sein, dass wir hier gute Nachrichten haben, gute Gespräche, Kommunikation über unsere Emotionen, gefühlvolle Dinge, die hier thematisiert werden. Das kann hier für einen oder anderen auch tatsächlich entweder mit dem verbindlichen Geld zu tun haben, mit dem Beruf oder mit den Behörden. Das liegt alles in einer Reihe drin. Ich sage euch gleich mehr. Hier liegt das Geld im Hause der Öffentlichkeit. Das sind A, die Dinge, die wir nicht kontrollieren, B, die Dinge, mit denen wir vielleicht auch nicht rechnen. Es kommt vielleicht darauf an, wie repräsentiert sich jemand, wie zeigt sich jemand im Außen, wo wird er gesehen und wie. Das ist auch ein kleiner Tipp von den Karten. Und es geht nächste Woche um das verbindliche Geld. Ja? Hier geht es darum, etwas verbindlich gut ausgehen zu lassen und etwas verbindlich auch zum Aufblühen zu bringen. Ich sage, hier kann es in 2 Bereichen stattfinden. Ne?
So, dann zeigen sich hier Themen mit dem Beruf. Wir haben einsteils das Haus hier, andererseits ein schicksalshafter Neubeginn. Das Haus ist so natürlich auch der Ort, an dem manche arbeiten, also zu Hause. Oder eben das gute Fundament, auf das sie bauen. Und hier sieht man im verbindlichen Bereich auch Aufträge mehr oder ja, Verträge, die hier in der Reihe liegen, die etwas mit Geld ins Blühen bringen, sage ich mal so. Auch langfristig. Dann habe ich hier im Hause der Selbstständigen tatsächlich die Öffentlichkeit drin. Auch hier ist durch das Rösseln wieder der Klee zu sehen. Also können hier 2, 3 Dinge sein, die sich gut verschieben oder hinbiegen oder auch überraschenderweise kommen. Das ist auch so ein Dreh, wo man rasch Klarheit kriegt. Ne? Da ist das Gefühl der Unsicherheit weg und man hat eine neue Option. Das Außen, das sich zeigen, vielleicht das Außen ist für mich auch Werbung machen oder so, sich zeigen, anpreisen oder sich präsentieren. Und wir haben hier die Berufskarte im Hause der Wege drin. Also hier sind wirklich mit der Sonne schöne klärende Energien. Hier auch in dieser Reihe habe ich so irgendwie eine Person. Ich meine, ich hatte das bei den Veränderungen der letzten 14 Tage auch mal dabei. Die ist gönnerhaft, die bringt etwas mit, die hat eine Idee, die hat genesende Energie, die gibt dir irgendetwas, was dir persönlich hilft. Bei dem einen ist es ein Gespräch, bei den anderen ein Neubeginn, bei den anderen eine berufliche Situation. Jedenfalls ist die Energie hier sehr stabilisierend. Wenn ihr hier Dinge im häuslichen Bereich habt, ich sehe auch, manche haben mit 2 Themen zu tun. Ne? Das kann sein, man sucht eine neue Wohnung und möchte gleichzeitig seine eigene verkaufen oder so. Da liegen äußerst günstige Möglichkeiten, das hier ja, in trockene Tücher zu bringen. Die Entscheidungen liegen hier im Haus der Sonne drin. Hier in der Spiegelung mal wieder mit dem Karma-Kreuz. Das sind so Dinge, die stellen sich einem in den Weg. Manchmal sind es Hindernisse, manchmal sind es auch Dinge, die schneller vorankommen. Manchmal ist es auch Wissen, das man braucht. Das, was ich hier als Stressbringer sehe oder als, sage ich mal, Sachen, die einen Nerven schlicht, ne? Das hat hier was mit Konflikten zu tun, mit den Emotionen. Ne? Hier ist eine Entscheidung zu treffen, das betrifft nicht nur das, was faktisch ist, sondern auch das, da hängt etwas Emotionales mit dran und das wird hier angezeigt als auch Lebensaufgabe oder als etwas, was man nicht so schnell entscheidet oder wo eben die Option da ist, aber du sagst, ich kann mich nicht entscheiden, was soll ich tun, mein Herz hängt vielleicht ein bisschen da und ich würde lieber gern da sein. Nichtsdestotrotz ist das hier auch so eine Woche, wo, das sage ich jetzt speziell für die Damen, wo jegliche Erleichterung, die man haben kann, bezüglich der Vaterfigur herkommt. Ich sag mal, so ein familiärer Punkt, bei dem man einfach mit der DNA rummacht, weil man sie eben hat. Und im Prinzip ist es so, dass hier irgendetwas ist, das dem Ganzen also wie einen Knoten löst. Ne? Das kennt ihr alle, wenn sich die Dinge so verheddern, und du hättest jetzt so einen Wollknäuel, dann brauchst du erstmal dieses Ding, wo man anfängt aufzumachen. Und das ist so eine Knotenlösung hier, die ich sehe. Also so eine Erleichterung in all den Dingen, wo man Vaterthemen hat.
was auch dann den Partnern wieder oder den Gegenübern ermöglicht, aufeinander zuzugehen. Oder ja, energetisch einfach im Gleichklang zu schwingen, sagen wir es mal so. Hier ist es so, dass sich einst halt dieses männliche Ding so ein bisschen lockert und die neue Tür einem aufgeht und so und der Platz wieder gut oder besser besetzbar ist für unser Gegenüber. Gleichzeitig habe ich hier im Haus der Schlange auch das Kreuz wieder drin. Ne? Nenn es Häutungsprozess, nenn es Blockade, die auch etwas machen mit dem eigenen Frausein oder so. Oder es sind tatsächlich, gehen hier die Vaterthemen nächste Woche so ein bisschen raus. Und es kommen so Themen, die mit den Müttern zu tun haben oder auch mit der Mutterschaft oder sowas, ne? Ich gucke gerade noch mal drüber. Ja, auch gut, die nächste Woche so Themen zu klären, aller Familiendinge, ne? Also wo alle beteiligt sind oder wo viele beteiligt sind. Ja, haben wir Sonne und Mond nah beieinander. Das ist ja auch wieder so eine Zeit, wo die Intuition sehr hoch ist oder wo man besonders sensibel ist und wo der Weitblick nach vorne auch sehr groß ist. Okay, dann gucken wir mal, welches Kraft hier noch mitgeht. Wir haben den Igel gekriegt. Bei sich selbst ankommen, den Seelenplan erfüllen. Also jedenfalls eine gute Zeit, in die Innenschau zu gehen, sich innerlich neu auszurichten und das Innen und Außen sozusagen auch in Einklang zu bringen. Hier geht es auch darum, dass man sich nicht nur auf das verlässt, sagte ich ja, hier ist die Intuition sehr hoch und die Sensibilität des Auges, das, was man sehen kann und sich auch nicht von dem blenden zu lassen, sondern da spürt man einfach viel mehr und man kommt auf seine vergrabenen Fähigkeiten und seine Talente, die noch in einem schlummern. Und das sind diesejenigen, die einem einfach zeigen, dass man jedes Problem bewältigen kann. Der Igel zeigt zum Beispiel auch, wie man Ungerechtigkeiten, emotionale Erpressungen oder Angriffe vermeidet oder sich davor schützt oder abgrenzt. Die eigenen Tiefen sind hier, das haben wir hier mit den Emotionen, die liegen ganz nah an unserem Haus dran. Und der Igel lehrt auch für sich selbst gut zu sorgen und Kraft zu schöpfen. Das ganze schöpferische Potenzial wieder anzuzapfen. Hier liegt unsere Energie im Haus der Hindernisse drin. Ne? Und hier kriegen wir irgendwie einen Weg aufgezeigt, wie wir unsere Energie wieder zusammenbringen oder zusammenhalten auch. Ach, Leute. Das passt sehr gut. Wir haben Zuflucht und Abgrenzung. Beides sind so Themen, wo ich denke, das ist auch etwas, was Schutz braucht. Wir selber, etwas in uns. Ich kriege hier so das Gefühl, dass man wieder zu Kräften kommt, dass man sich stabilisiert, dass man eine Kraft, ja, wie soll ich sagen, einen neuen Kraftring aufbaut, sich stärkt, ja, Ruhe findet.
ja, einen Plan schmieden. Zufallsentdeckungen, das ist das, was ich hier so denke und was die Zufluchtskarte auch sagt, ne? Prescht jetzt hier nicht voran, sondern macht Pläne, haltet euch lieber mal noch bedeckt. Hier kann sein, dass man sogar das Große loszieht, wenn man mal versucht, die Seiten zu wechseln oder die Fronten. Hier ist so dieses Ding, dass man sich auf nichts einlässt, was am Ende vielleicht auch zu waghalsig ist. Also diese Prüfung von den Dingen, um langfristig weiterzumachen, ist hier wohl angezeigt. Unten haben wir noch den Engel der Verkündung. Hier kann man eine wichtige Ankündigung bekommen, erfahren oder auch selber machen. Etwas veröffentlichen. Die Öffentlichkeit ist ja auch sehr groß und so sich klären, damit man dann eine endgültige Entscheidung treffen kann. Okay, ihr Lieben, ihr könnt noch dranbleiben für ein kleines Impulsorakel. Für all die anderen hören wir uns am Sonntag wieder. Und wer Lust hat, kann mich natürlich auch auf meinem Tagesorakelkanal besuchen. Wie er da hinkommt, ist alles unten in der Infobox drin. Ich drücke euch bis bald. Okay, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Gucken wir, welche Impulse die nächste Woche mitbringt. Für uns. Ich habe es gleich. Guckt mal, unten haben wir noch eine schwere Phase, ist beendet. Die nehmen wir jetzt gerade noch mit. Die Vögelchen lasse ich wie immer drauf springen, wenn der Stapel liegt oder gezogen ist. Ich entscheide mich für diese Seite. Schauen wir mal. Hier geht es um unsere eigene Vollkommenheit, ne? Hier ist die Liebe, die viel Schönheit erschafft. Die Pflanze ist die Wildrose. Und alles, was du aus den Augen der Liebe betrachtest, nährt auch uns und bringt uns selbst näher. Hier haben wir die Seelenpartnerbeziehungen. Die Grundlagen werden anders in Beziehungsthemen. Möglicherweise ein Traum verwirklicht sich. Nicht einfach was machen, sondern wenn man, das ist auch das, was das Blatt sagt, wenn man nicht richtig weiß, was muss ich denn jetzt tun, dann gibt es für alles Experten. Und hier gibt es die Woche der Entscheidungen irgendwie. Auch bei allem, was ihr entscheiden müsst oder für jemanden entscheidet, holt euch Rat, fragt immer die Experten sind, dafür sind sie da. Es ist besser, als nachher irgendetwas zu tun, was dann wieder viel Arbeit benötigt. Und der Engel des weichen Fokuses, hier geht es darum, voller Hingabe zu sein und weich fokussiert nach vorne zu gucken. Einsteils hat man ja hier vielleicht auch Aufgaben und genau das hat das große Blatt ja auch gesagt. Ne? Es ist jetzt nicht die Zeit, so mit dem Stirnacken nach vorne zu gehen, sondern nicht so verbissen zu sein und sich flexibel zu zeigen, nicht verkrampft
und das Ziel einfach so auch so erreichen, indem man nicht im Kampfmodus ist. Ne? So, Verbissenheit ablegen, Sachen entspannt angehen und mit Unterstützung eventuell auch von jemandem, der in deinen Themen es besser weiß. So, hier haben wir 2 Vögel, der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben oder auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Und der Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Hier haben wir, das passt, ne, zu der Liebe. Die Dinge mal wieder mehr aus den Augen der Liebe zu sehen und nicht verbissen und mit Stirnacken durch die Tage laufen. Ihr habt die Birke. Hier fängt vielleicht etwas Neues an, eine schwere Phase geht zu Ende, etwas kriegt Erleichterung, Aufatmencharakter und die Birke hilft dir hier, das, was du jetzt neu entdecken darfst, mit Leichtigkeit erkennen zu dürfen. Hinter den Kulissen wird schon an einer Lösung gearbeitet, auch wenn man es noch nicht erkennen kann. Viele Selbstwertthemen, sich nicht kleinstellen, den Erfolg visualisieren. Und die Selbstwertthematiken heißen einfach auch für mich, dass man weiß, dass jeder dieses Prinzip hat, dass einem alles zusteht. Hier haben wir wieder, verbreite die Botschaft der Liebe. Also es ist vielleicht auch irgendein Hinweis für uns, dass wir gucken, wie wir miteinander umgehen. Manchmal kann man auch mit Gesprächen einfach jemand anders sehr weit bringen oder beruhigen oder helfen, ja? Allein durch dass man spricht. Die Intuition, der Engel der Intuition, die helfenden Hände. Also das ist, wie gesagt, die Intuition ist nächste Woche sehr hoch. Ihr dürft hier auch viel auf eure innere Stimme hören. In euch gehen, wenn ihr Fragen habt. Wieder mehr auf euch selbst hören, in euch hören. Authentisch bleiben, sich selbst treu bleiben, sind hier so Schlagworte und ja, einfach das Herz weiten und den Geist klarer machen. Gerade auch, wenn man jetzt vor Entscheidungen steht oder so, ne, ist man ja immer so ein bisschen, kann dich jemand überreden oder jemand gibt irgendetwas in den Raum und du denkst, okay, der könnte recht haben, aber deine Intuition sagt dir etwas anderes. Ja, hier wird der innere Kompass angezeigt, also dieses, du weißt selbst, was zu tun ist, dir wird auch geholfen von oben und du darfst bei dir bleiben, bei dem, was du zu tun hast. Dir wird geholfen, das habt ihr hier übrigens zweimal. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte, lerne immer wieder neue Dinge. Hier, ne? Entdecke spielerisch das Unbekannte. Behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann.